Hi, ich bin Motensen, hier Shop Mo von VR und ich bin gerade im Urlaub. Aber ich habe brandheiße News für euch, denn ich habe schon ein Video gemacht im Februar zur PlayStation VR 2, wo ich sämtliche Informationen, die wir im Verlauf des Jahres so von Sony so ein bisschen kleckermäßig bekommen haben, dann mal zusammengefasst habe. Ja? Da habe ich auch möglichst verständlich für jeden da draußen erklärt, was die ganzen Technikinformationen zur PlayStation VR 2 etc. überhaupt bedeuten, was man da erwarten kann für ein Erlebnis in VR. Das Video werde ich euch jetzt nochmal hier verlinken. Ja? Ihr könnt euch natürlich auch meine komplette PlayStation VR 2 Playlist mal reinziehen. Da habe ich nämlich über jeden kleinen Fitzel an Informationen, den wir jemals bekommen haben, ein Video gemacht. Ja, wir wissen also schon eine ganze Menge zur PlayStation VR 2. Die kommt dann am 22.02.2023 raus. Und seit heute wissen wir, dass Sony auf der CES am 5.1., also am 5. Januar 2023, noch eine große Pressekonferenz abhalten wird. Und wie das Thumbnail vermuten lässt, werden sie dort auch nochmal auf die PlayStation VR 2 eingehen. Letztens hat auch ein Manager von Sony erzählt, dass von den angekündigten 20 Launch-Titeln noch nicht alle vorgestellt wurden. Da ist also noch Potenzial, dass wir noch vor dem Release der PlayStation VR 2 spannende Informationen kriegen können. Vor allen Dingen, und das ist das Letzte, was jetzt noch interessant ist, denn über die Hardware wissen wir alles, Spiele. Ja, Spiele. Bekannt ist ja mittlerweile auf jeden Fall so ungefähr 60, 70 Titel für die PlayStation VR 2 schon offiziell angekündigt sind von den Entwicklern selber, von Sony etc. Ja, aber das sind auch sehr, sehr viele Indie-Titel, eher kleine Geschichten oder interessantere Geschichten, die aber auch ihre Basis auf einer mobilen VR-Plattform hatten etc. Die Anzahl von richtig fetten Titeln, die diese fantastische VR-Hardware so richtig ausreizen, die ist tatsächlich noch überschaubar. Seit letzter Woche wissen wir, dass Resident Evil Village, also Resident Evil 8, offiziell einfach ein Patch bekommen wird, ja, egal ob ihr jetzt die PlayStation 4 oder die PlayStation 5 Version habt. Ihr könnt euch dann kostenlos auf die PSVR 2 Version upgraden, ja, beziehungsweise wird es so sein wie bei Resident Evil 7. Ihr könnt es dann in Flat spielen oder in VR auf der PlayStation 5. Übrigens gibt es auch gerade einen neuen Sale. Jetzt im PSN gibt es das Teil für 19,99. Kann man schon mal zuschlagen und dann am 22. Februar ist er dann einfach mit dem Erscheinen der PlayStation VR 2 als VR-Version verfügbar. Eine Geschichte, die auch noch interessant sein könnte, ja, wir haben ja vor 1,5 Jahren oder so einen großen Leak gehabt für die PlayStation VR 2. Und zwar auch von einer Veranstaltung, die Sony für Entwickler gegeben hat. Und das Interessante dabei ist, dass bisher jedes einzelne Detail, was dort revealed wurde, auch sich als offiziell bestätigt war, herausgestellt hat. Nur eine einzige Geschichte wurde bisher noch nicht wirklich angesprochen von Sony, nämlich sogenannte Hybrid-Titel. Das bedeutet, dass Sony laut den Leaks ein Programm verfolgt, wo sie einen Entwickler halt dazu bringen wollen, dass sie zu ihren ganz normalen Flat-Titeln auch immer einen VR-Modus liefern. Wir haben das schon in der letzten Generation allerdings sehr sporadisch gehabt, wie zum Beispiel bei Hitman 3. Ja? Ganz normaler AAA-Titel, hat einen VR-Modus. Das Ding war fantastisch. Ja? Litt nur ein bisschen an der Steuermöglichkeiten der PlayStation VR 1. Aber das hat gezeigt, was damit gemeint ist. Dass es wirklich möglich ist, für fantastische AAA-Titel einfach auch einen VR-Modus mit anzubieten. Und das würde natürlich ein riesiges Potenzial bieten an Spielen, die auch die fantastische PlayStation VR 2 Hardware ausnutzen können. Ja. Das ist eine Geschichte, die würde ich mir nochmal wünschen. Also vielleicht erzählt Sony auch nochmal ein bisschen was über ihre Softwarepläne in dem Bereich. Und ein Sony-Manager hatte auch erwähnt in einem Interview letztens, dass von den angekündigten 20 Launch-Titeln noch nicht alle veröffentlicht wurden. Da ist auch noch ein bisschen Potenzial. Ja, ich sag mal, GTA 7, wie schaut's aus? Bock auf VR? So, ja, das ist ein Ding, das fragen sich sehr viele. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn wir noch einen ganz neuen Titel erfahren, der vielleicht dann auch in der Liga von Resident Evil spielt oder so für VR. Da würde ich mich auch sehr freuen. Letzte Woche übrigens gab es auch noch einen Blog-Eintrag, wo auch noch ein paar nette japanische kleine Spielchen für die PlayStation VR 2 gezeigt wurden, nämlich Fantavision 2000 und X20. Das war wohl ursprünglich mal ein PS2-Titel, jetzt wird es ein PSVR 2-Titel. Keine Ahnung, was da passiert. Soll irgendwie eine tolle Experience sein. Ich weiß es nicht. Japanische Titel sind ja meistens für uns Europäer irgendwie ein bisschen intransparent. Altair Breaker ist von dem Team, das
Swords of Gargantua gemacht hat. Das ist der Nachfolgertitel sozusagen. Sieht auch ganz interessant aus, wird auch wieder Schwertkämpfe und Koop beinhalten. Dann gibt es bereits The Tale of Onogoro. Und übrigens die beiden Titel, aber ich glaube sogar alle, die ich jetzt erwähne, sind aber Titel, die es auch für alle anderen Plattformen schon gibt oder geben wird. Ja, und die meisten davon auch für Mobile. Also ich erwarte da jetzt keine Riesengranaten, aber durchaus nette Spielchen. Hier Kitsuna AI Touch the Beat. Biting. Ihr wisst Bescheid, da geht es um Rhythmus oder so. Ne? Und dann haben wir auch Dysynchronia Chronos Alternate. Ich glaube, einen Chronos Alternate-Titel habe ich schon mal auf der Quest ausprobiert. Meins war es nicht, aber gibt ja was für jeden Geschmack. Und genau, X8 wussten wir auch schon, da gab es schon offiziell den Trailer auf dem PlayStation-Kanal. Das ist ein Multiplayer-Hero-Shooter. Ja, das ist es. Schöne Geschichte. So, das nochmal angehängt, damit ihr da auch auf dem Laufenden seid. Ich hatte jetzt kein extra Video bisher darüber gemacht, weil es ja nicht so spektakulär war. Aber die spektakuläre Geschichte, auf die ich jetzt tatsächlich mich noch ein bisschen freue, ist am 5. Januar die Pressekonferenz von Sony auf der CES. Während ihr dann also schlafen werdet, 2 Uhr nachts, werde ich mir das schön zum Frühstück reinziehen, um 9 Uhr. Bei mir hier ist die Zeit so. Und dann im Zweifelsfall, wenn da was richtig Spannendes drin ist, euch für euer Frühstücksfernsehen ein Video drüber machen können. Und ja, das wird bestimmt... Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was Interessantes bei rum. Ansonsten freuen wir uns dann einfach auf die PlayStation VR 2. Das war ja jetzt ein ganz schöner Marathon dahin, ja, in allen Belangen. Auch die Vorbestellaktion letztens war ein wenig weird. Ja. Mittlerweile kann man sich dann ganz normal im PlayStation Direct Store bestellen, die PSVR 2. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, ja. Was denkt ihr? Was könnte auf dieser CES-Pressekonferenz noch erzählt werden von Sony? Was ist eurer Meinung nach noch offen? Was wollt ihr noch hören? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich will lesen. Ich will hier im Urlaub viele, viele Kommentare lesen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, was eure Meinung ist. Und dann würde ich mich auch noch über ein Däumchen sehr, sehr freuen. Abonniert ruhig den Kanal, denn ich kann euch weiterhin versprechen, hier wird es jede einzelne Information über die PlayStation VR 2 geben, die jemals in die Welt hinaus getan wird und drüber hinaus. So, und das war's von mir. Ich werde jetzt mich frisch machen. Bis dann, Move von VR. Bin dann für euch da. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo von VR.